Das ist ja ein längerer Prozess, den man hier verfolgen kann, der verschiedene Stufen durchläuft, die man vielleicht in 5 oder 6 Schritten etwas vereinfacht darstellen kann. Wir wissen ja schon, dass seit Beginn oder seit den Mitte der 30er Jahre in der deutschen Führung immer wieder Überlegungen angestellt worden waren, wie man und auf welche Weise man sich der Juden entledigen könnte, wie man die loswerden konnte. Da gab es ganz krude Überlegungen, auch zum Teil verrückte Überlegungen von Seiten verschiedener Naziführer. Aber das Entscheidende war, dass die Führung einig war, man wollte die Juden irgendwie zur Auswanderung zwingen. Das war das eine Ziel. Zugleich wollte man aber unbedingt an ihr Vermögen kommen. Und nun setzte im Grunde seit 1938, also seit dem 9. November und danach verstärkt die Überlegung ein, wie kann man sozusagen diese Problematik nun vorantreiben? Wie kann man die Juden zur Auswanderung bringen? Und das wurde natürlich massiv verschärft in dem Moment, als Deutschland andere Länder besetzte und damit auch in die jüdische Bevölkerung sozusagen in ihre Hände fiel. Durch das Scheitern des sogenannten Madagaskar-Plans waren die Pläne die europäischen Juden nach Madagaskar zu schicken, hinfällig geworden. Und es war nun ein Stillstand in der Umsiedlungspolitik eingetreten. Wir sprechen jetzt vom Herbst 1940. Zugleich aber wollten die deutschen Machthaber in den verschiedenen Bereichen Europas, haben sie darauf gedrängt, ihre Juden möglichst schnell und in großer Zahl abzuschieben. Und dieses Patt, das prägt die Situation im Herbst 1940. Das galt natürlich vor allen Dingen für das Land, in dem die meisten Juden lebten, außer der Sowjetunion, also in Polen. Und in dem Rest Polen das Generalgouvernement genannt wurde. Und der dortige Machthaber Frank wehrte sich mit aller Macht dagegen, dass das Generalgouvernement so eine Art von Abschiebezentrale werden wollte und bekam da von Hitler auch eine Zustimmung. Und nun warteten in allen Ländern Europas die deutschen Machthaber auf eine Entscheidung. Und um diese Entscheidung zu forcieren, verschlechterten sie die Bedingungen für die Juden, damit da eine Art unhaltbare Situation entstand. Das ist doch der Grund, warum die Situation in den Ghettos immer schlechter wurde, weil die darauf hinweisen wollten, das ist keine Lösung, wir brauchen hier eine Entscheidung aus Berlin. Mit dem Einmarsch in die Sowjetunion fielen den Deutschen erneut etwa 2,4 Millionen Juden in die Hände. Etwa 1 Million Juden schaffte es, nach Osten zu fliehen vor den Deutschen hinter die Front. Und die anderen, etwa 1,5 Millionen, vielleicht auch etwas mehr, genau ist die Zahl nicht ganz klar, die lebten also in den Gebieten, die die Deutschen dann überfielen und besetzten. Und nun war die Entscheidung gefallen mit dem Beginn des Krieges gegen die Sowjetunion, dass man mit Hilfe von speziellen Einsatzgruppen, das sind Polizeieinheiten aus Gestapo, Kripo und SD, also Sicherheitsdienst der SS, da waren die jeweils zusammengesetzt, Einheiten, also Taskforces, die sollten im Hinterland der Wehrmacht die kommunistische Führung und kommunistische Funktionäre umbringen. Und in nationalsozialistischer Überzeugung bedeutete das, alle Juden waren Kommunisten. Und so begannen die nun direkt nach dem Einmarsch hinter der Wehrmacht her, damit jüdische Männer, auch nicht jüdisch, aber vor allem jüdische Männer in großer Zahl zu erschießen, in regelrechten Massakern. Und dann wurde entschieden von Himmler selbst, nein, das geht nicht, wir müssen auch die Frauen und die Kinder erschießen, weil erstens wollen wir die nicht ernähren und zweitens könnten ja, typisch Himmler, könnte uns ja aus diesen Kindern die Rächer entstehen. Also wurden nun auch Frauen und Kinder umgebracht und das Ganze veränderte sich nun von einer ursprünglich antibolschewistischen Mordaktion zu einer Mordaktion gegen jüdische Männer, Frauen und Kinder. Aber ein entscheidender Gesamtbefehl war noch nicht gefallen. Es war nach wie vor in den Diskussionen in Berlin unklar, was machen wir mit den Juden? Und immer noch war die Idee mit den Eismeerlagern. Aber spätestens seit Mitte Oktober 1941 war ja nun klar, dass mit einem deutschen Sieg über die Rote Armee in kürzester Zeit, so wie man sich das vorgestellt hatte, nicht mehr zu rechnen war.
Und nun wurde einem klar, wir können jetzt auch nicht die überall gewissermaßen wartenden deutschen Behörden informieren, dass wir nun die Juden in die Eismeerlager bringen können. Also das war keine realistische Perspektive mehr. Und es gibt deutliche Hinweise, da ist sich die Forschung mittlerweile doch recht einig, dass in diesen Tagen und Wochen, seit Mitte Oktober, etwa in diesen 2 Wochen von Mitte Oktober bis Anfang November vielleicht, eine Umorientierung in der deutschen Führung und zumal bei Hitler selbst sich vollzog. Nun muss man allerdings sehen, dass die sogenannte Judenfrage nicht allein stand. Für die deutsche Führung waren auch noch andere Elemente entscheidend. Die Einsatzgruppen haben zu dieser Zeit im Herbst, wir sprechen vom Herbst 1941, bereits tatsächlich Hunderttausende sowjetischer Juden erschossen. Zur gleichen Zeit wurden die sowjetischen Kriegsgefangenen, die zu Millionen in deutscher Hand gefallen, nicht ernährt und die sind zu Hunderttausenden gestorben, meistens an Hunger, an Durst oder an Seuchen in den Lagern hinter der Front. In Leningrad, das wurde ausgehungert, wurde die Zivilbevölkerung ausgehungert. Da hat es auch da bis 1944 1 Million Tote gegeben. Das heißt, und in den Ghettos in Polen und im Generalgouvernement und im Warthegau stieg die Zahl der Toten in den Ghettos ins Ungeheuerliche. Das heißt, überall im deutschen Machtbereich wurden Hunderttausende von Menschen umgebracht, starben außerhalb von Kampfhandlungen, die sind ja gar nicht umgebracht, starben an Hunger. Und in dieser Situation, wo sowieso schon Hunderttausende von Kriegsgefangenen, von Zivilisten sterben, war die Frage der Juden nur eine von vielen. Und das ist wichtig zu erkennen. Und insofern war dann die Entscheidung, wir bringen die nicht in die Lager in Nordrussland, sondern wir sorgen dafür, dass diejenigen, die noch arbeiten können, arbeiten und die anderen werden irgendwie schnell umgebracht. Diese Entscheidung ist in diesen Tagen gefallen. Und das war aber, so schrecklich das klingt, kein so grundsätzlicher Einschnitt mehr, denn vorher waren ja schon Hunderttausende von Juden erschossen worden und es starben auch viele, viele andere Hunderttausende von Menschen. Die Entscheidung fiel also jetzt, wir bringen die europäischen Juden ins Generalgouvernement, sukzessive, möglichst schnell aus allen Ländern. Dort wird gecheckt, ob die noch arbeiten können oder nicht. Und die nicht arbeiten können, die bringen wir um, aber nicht per Erschießen. Weil es hatte viele Proteste gegeben von Angehörigen der deutschen Erschießungskommandos, dass das nervlich so belastend sei. Für sie, für die Mörder. Und deswegen kam man auf die Idee, das hatten wir doch schon mal mit Gas. Das haben wir doch bei den Krankenmorden eingesetzt. Und die Spezialisten wurden dann auch hereingebracht und dann wurden Vernichtungsstationen aufgebaut und die Leute wurden dort umgebracht. Das waren übrigens keine Lager, sondern das waren in der Regel einfach nichts anderes als Umbringstationen. Da war sonst nichts, außer den großen Lagern, wo auch Arbeitseinsatz stattfand, insbesondere Auschwitz. Und nun war es auch so, die Leute kamen an, wurden dort selektiert und wir wissen, dass der Anteil derer, die überhaupt zur Arbeit geschickt wurden, also die Lager überhaupt von innen betreten haben, bei den verschiedenen Transporten zwischen 5 und 25% lag. Die anderen wurden alle umgebracht. Und diese Entscheidung wurde dann ein paar Wochen später in der Wannsee-Konferenz gewissermaßen bürokratisch organisiert. Und man überlegte sich, in welchen Ländern das beginnen sollte, wie das nun organisiert werden sollte. Aber so ist dieser Prozess entstanden, der dann seit dem Frühjahr 1942 zum Einsetzen des systematischen Massenmords führte.